Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Das letzte Video musste ich leider zu Adonai herunternehmen, weil Copyright wieder drin war, weil ich Videos gezeigt habe, wie er Tore geschossen hat und allgemein seine Qualitäten bewiesen hat. Jetzt mache ich das nicht und jetzt klappt alles besser. Nochmal ganz kurz zum Anfang. Livramento hatte ich ja bereits als Transfer bestätigt. Er wird leider nicht kommen, er ist zu einem portugiesischen Erstligisten gewechselt. Grund dafür, ich kann es ganz einfach erklären, wieso das nicht richtig war. Sonst liege ich ja meistens eigentlich richtig. Das Einzige, wo ich nicht richtig lag, war tatsächlich bei Roti. Und ja, das war ganz einfach, muss ich sagen. Ich habe dem Liga dementsprechend vertraut, weil der grundsätzlich eigentlich meistens recht hat. Es war einer von Hellas Verona. Das haben zwei Quellen bestätigt gehabt und dementsprechend habe ich das dementsprechend geglaubt. Jetzt wieder was von meinem Liga, den ich grundsätzlich immer vertraue. Da ist es meistens auch 100% richtig. Der Medizincheck sollte am Sonntag durchgeführt werden. Das heißt, es könnte sein, während das Video gerade hochkommt, dass bereits der Transfer bestätigt wird. Aber wie wir das kennen, lässt sich unser Medienteam da gerne Zeit. Wir schauen, was passiert. Schaut euch unbedingt den Stadionvlog von Kräuter Fürth an. Der ist beim letzten Video da direkt sehr, sehr geil geworden. Und damit kommen wir direkt auf ihn zu sprechen. Adonai wird sehr wahrscheinlich zum FCM wechseln. Ein unglaublicher Spieler, ein sehr, sehr erfahrener Spieler, 29-jähriger Stürmer. Er wird fest verpflichtet, sehr wahrscheinlich im Bereich von 700.000 bis 500.000. Und damit gucken wir direkt auf sein Profil. 1,5 Millionen Marktwert, in dem Alter schon mal eine ordentliche Leistung, spielt in der Ligue 1. Also Niveau, wir müssen uns vorstellen, wir haben einem Rotationsspieler das Vertrauen geschenkt beim FCM mit Grib, der vorher bei Günkamp gespielt hat, wie gesagt Rotation bis Startelf. Und jetzt gehen wir an einen, der grundsätzlich Stammspieler mal war in der Ligue 1. Also ein sehr, sehr erfahrener Mann. Hat leider diese Saison noch kein Spiel gemacht. Er hat nur einen Vertrag bei 26, deswegen erwartet man hier auch, dass das relativ kostengünstig wird und nicht so viel kosten wird. Um die 1 Million sollte es nicht werden, denke ich mal. Gehen wir jetzt hier mal rein und zudem wollen sie auch ihn loswerden. Letzte Saison war er dann noch Routinär. Hat 32 Spiele gemacht in der Ligue 1, wie gesagt, ist eine gute Liga. Eine Top 5 Liga eigentlich. Beziehungsweise Top 6 auf jeden Fall. 1000 Minuten ist er gegangen, 5 Scorer. Alle 200 Minuten 1 Scorer, das ist ordentlich als Auswechselspieler im Endeffekt. Und dann hier seine richtig gute Saison gemacht als Stammspieler, kann man sagen. Mit 16 Scorern in 37 Spielen. Muss man erstmal so hinkriegen und das war definitiv eine gute Leistung. In der Ligue 2, da wo Grib gespielt hat und wirklich nicht annähernd so gut war wie ein Adonai, dementsprechend noch andere Positionen trotzdem, könnte man hier wirklich an einen günstigen, sehr, sehr erfahrenen und vor allem guten Stürmer geraten. Er kommt auch über die Geschwindigkeit, hat einen starken Abschluss, das kann ich sagen. Könnte uns da sehr, sehr viel weiterhelfen. Und bevor jetzt auch vielleicht die Kommentare kommen, wir brauchen keine Stürmer, doch brauchen wir definitiv. Wenn wir uns den Kader angucken, dann sieht man das ganz klar. Man hat nur einen Spieler im Kader, der die Stürmerposition bespielen kann, weil der andere ausgeplant ist. Und der genauso. Also Goinia und Marusic muss man hier im Endeffekt wegnehmen und dann sieht es halt sehr, sehr mager aus mit einem Stürmer. Alexander Aaronsson, eigentlich brauchst du 3 am besten. Und Aaronsson ist zudem sehr, sehr verletzungsanfällig und passt eigentlich bei eher defensiv stehenden Gegner ins System. Das heißt, man muss da definitiv noch einen schnellen Stürmer mit reinbringen in das System. Und dann hat man es. Und ich stimme euch auch zu. Ein Torwart brauchen wir definitiv auch eigentlich eine Konkurrenz noch. Aber da wird sehr wahrscheinlich erst frühestens nächstes Jahr was passieren. Ja, und wenn wir nochmal bei Grib sind und ihn mit Adonai vergleichen wollen, ist zwar schwierig, den Vergleich hier zu ziehen, weil nun mal das ganz andere Spielertypen sind. Aber wir können es gerne machen. Wenn wir nämlich hier reingehen, alle Wettbewerbe 24, 25, das war seine Saison, hat er wie gesagt eher Routinier gespielt, nicht Startelf und hat seine 12 Scorer gemacht. Und Adonai war fast Stammspieler mit. Also das ist wirklich schon nicht schlecht, was er da kann und bringt damit auch dann noch eine gewisse Erfahrung rein, die wir jetzt auch nicht unbedingt drin haben im Kader, seitdem Fiedler da ist. Da haben wir eher tendenziell jüngere Spieler geholt. Mit zum Beispiel einem 18-jährigen Bass, der hochgezogen wurde, 20-jährigen Pesch, Kennedy Avara, noch einer der erfahrensten davon, 19-jährigen Nick Meyer, 26-jährigen Grib, das ist glaube ich der älteste, den wir geholt haben, genau. 20-jähriger Laurin Ulrich, 21-jähriger Luca Herrien
22 Rudi, der zurückkam. Ich zähle jetzt meinen Leipertz nicht dazu, weil er direkt abgestellt wurde, genauso wie Marusic, der mittlerweile auch 26 ist, und Max Geschwil mit 24. Damit wäre er der älteste Spieler von den Neuzugängen mit 30. Wie gesagt, sehr, sehr erfahren auch. Und damit schauen wir dann, was genau passiert. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo, das würde mich sehr supporten. Dankeschön an jeden, das macht. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.